Wir übermachen heute mit unserer Drohne alle Sprunki in Squid Game 2. Weil wir haben den Tipp bekommen, dass alle Sprunkis sich zur Arena 1 von Squid Game befinden. Das bedeutet, alle Sprunki werden in Squid Game mitspielen und das echte Spiel spielen. Wie verrückt ist das denn? Alle Sprunkis in Squid Game. Zum Glück haben wir unsere Drohne dabei. Ihr schaltet jetzt auf gar keinen Fall ab. Ihr schaut das Video bis zum Schluss und wir starten sofort unsere Drohne. Ab geht's. Wir sind jetzt direkt beim Squid Game 2 Spielfeld und ihr seht hier auch schon die Puppe. Ihr seht es, aber es wollten noch alle Sprunki in Squid Game spielen. Wo sind die Sprunkis? Wir suchen jetzt alle Sprunki in Squid Game 2. Das Spielfeld haben wir gefunden von Squid Game 2. Das aber war wo sind die rotes Licht, Sprunkis? grünes Licht mit der Puppe, aber es war kein Spieler drauf. Das heißt, wo sind die Sprunki? Ich vermute, die müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht sind sie auch abgehauen, flüchten sozusagen vor dem Spiel. Ich dachte, sie wollen spielen. Willst du mir damit sagen, sie wollen überhaupt nicht Squid Game spielen? Ich glaube nicht. Ich will auch kein Squid Game Spiel spielen. Würdet ihr ein Squid Game 2 Spiel spielen? Dann lasst mal jetzt alle mal ein Like da, der die Serie gesehen hat, oder einfach so ein Like da lässt. Aber die wollen bestimmt spielen, wir doch auch. Wohin sollen wir fliegen? Sollen wir nach links fliegen oder nach rechts fliegen? Das ist eine echt gute Frage. Hauptsache dahin, wo die Sprunki sind. Du hast recht, wir fliegen jetzt einfach mit euch nach rechts und ich sehe aber noch... Oh, das sind die da sind Sprunkis! Ihr seht es, 1, 2, 3, 4 Sprunkis. 4 Stück sind da schon mal. Das heißt, hey, das war so in der Nähe vom Spielfeld von der Puppe. Es war genau auf der Straße neben dem Spielfeld. Ihr habt es gesehen, die Puppe stand auf dem Feld. Das heißt, sie laufen doch jetzt direkt zur Puppe, zum Spielfeld von Squid Game. Wo sind die hin? Vielleicht verstecken sie sich hier irgendwo. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe in die Kamera geguckt, deswegen sind die abgehauen. Aber wo sind sie denn hin abgehauen? Das ist die Frage. Wir müssen unbedingt mit der Drohne hinterherfliegen. Ich fliege jetzt einfach mal die Straße entlang. Links seht ihr das Squid Game Spielfeld und die Straße führt Richtung Spielfeld. Ja eben, also sie wollen spielen. Das ist doch ein gutes Zeichen für uns und für euch, Leute. Lasst jetzt ein Like da. Sprunkis wollen Squid Game spielen. Da ist ein Auto, aber da sitzen sie nicht drin, oder? Nee, das war mit Anhänger und so weiter. Das war kein einziger Sprunki da. Okay, die Straße macht jetzt eine Abbiegung. Die geht nach links und nach rechts. Wo lang sollen wir lang fliegen? Rechts oder links? Rechts oder links? Ich will links sagen, oder? Bist du dir sicher? Ja, da geht's ins Spielfeld rein und da kommt gerade ein Auto raus. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch ein Auto auf uns zu. Das ist doch ein Zeichen, dass man da jetzt genau hinfliegen soll. Wir fliegen da jetzt zusammen mit euch rein. Vielleicht finden wir da die Sprunkis oder weitere Sprunki. Ich hoffe es, weil die Sprunkis wollen noch heute Squid Game spielen. Das bedeutet... Da sind sie! Da sind die Sprunki wieder! Alle 4, genau 4. da vom Anfang, 4 Stück. Orange, gelb, lila und hellblau. Perfekt! Das heißt wirklich, sie wollen Sprunki spielen. Aber ich finde sie nicht. Die hat sie schon wieder verloren. Hey, wo sind sie hin? Wo sind die hin, Freunde? Habt ihr gesehen, wo sie hin sind? Merkst du was? Sie tauchen auf und sind sofort wieder weg. Das kann die doch nicht rennen sein. ja richtig. Wie so schnell sind die Leute, Mann? Wieso sind die so schnell abgehauen? Ich habe keine Ahnung. Da! Oh mein Gott, seht ihr das, Leute? Das Auto ist bunt, so wie die Sprunkis in allen Farben. Das ist das Sprunki-Auto, dem folgen wir. Die fahren doch direkt zum Spielfeld von Squid Game. Vielleicht haben die 4 Sprunki die restlichen Sprunki abgeholt und fahren jetzt direkt zur Puppe. Mit dem Auto sind alle Sprunki eingesammelt worden und jetzt fährt man zum Spielfeld. Deshalb ist das Auto so bunt. Sind auf dem Weg zu Squid Game 2 und bald kommt der Squid Game 3 raus. In den Regenbogenfarben. Das bedeutet, in diesem Auto sitzen alle Sprunkis. Oh, guck mal, wie krass das leuchtet. Warte mal. Hey, das verliert Farbe. Es verliert seine Farbe, aber warum verliert es seine Farbe? Jetzt ist doch vor allem überhaupt keine Farbe mehr, nur noch das Rad. Ich guck mal rein, warte, ich muss reingucken. Sind da überhaupt Sprunkis drin? Da saßen keine Sprunkis drin, das war eine Köderattacke, das war eine Decoy. Oh mein Gott, das bedeutet, dann sind diese 4 Sprunkis abgehauen. Wow, Oh nein. die Sprunki rufen gerade alle an. Ihr könnt es sehen, die echten Sprunki rufen an. Oh mein Gott, du musst unbedingt rangehen. Soll ich wirklich abheben? Ja. Okay. Squid Game 2 zu spielen, kommt für uns nicht in Frage. Es ist viel zu gefährlich. Natürlich wirken die Herausforderungen spannend, aber die Risiken und die Werte, die dabei verloren gehen könnten, sind es einfach nicht wert. Wir stehen für Respekt, Zusammenhalt und ein Miteinander, bei dem niemand ausgeschlossen oder in Gefahr gebracht wird. Ein Spiel, das auf Druck und Konkurrenz basiert, widerspricht allem, woran wir glauben. Außerdem sind wir nicht mal echte Spieler. Deshalb ist unsere Entscheidung klar. Wir spielen nicht mit. Kleinen Augenblick. Ich mach mal auf Stumm kurz. Hast du das gehört, Flexi? Habt ihr das gehört? Die wollen gar kein Squid Game 2 Spiel spielen. Ja, aber warum denn nicht? Jeder spielt doch gerne Squid Game 2. Ich versteh's nicht. Wir werden sie fragen, warum sie nicht spielen wollen. Okay, schaut her.
Warum wollt ihr kein Squid Game 2 spielen? Wir spielen kein Squid Game 2, weil es einfach zu gefährlich und unfair ist. In dem Spiel geht es darum, dass man gegeneinander kämpfen muss und am Ende verliert fast jeder. Manche verlieren nicht nur das Spiel, sondern auch viel mehr. Ihre Hoffnung, ihre Freude, vielleicht sogar ihre Sicherheit. Wir finden, so sollte kein Spiel sein. Es ist falsch, wenn man Angst haben muss oder wenn andere leiden, nur damit jemand gewinnt. Spiele sollten Spaß machen, ohne dass jemand Schaden nimmt. Deshalb sagen wir ganz klar, wir machen da nicht mit. Okay, wir verstehen es, aber probiert es doch wenigstens einmal, Squid Game 2. Es geht um so viel Preisgeld, das ihr gewinnen könnt. Das Preisgeld interessiert uns nicht. Was bringt einem das viele Geld, wenn man dafür gefährliche Spiele spielen muss, bei denen man alles verlieren kann? Das Risiko ist einfach zu groß und es ist uns wichtiger, sicher und zusammenzuhalten, als irgendeinen Gewinn zu bekommen. Egal, wie viel ihr uns anbietet. Wir machen bei so etwas nicht mit. Und jetzt reicht's wirklich. Tschüss. Die haben aufgelegt, Flexi. Warum denn das? Einfach so im Satz haben sie aufgelegt. Wahrscheinlich, weil sie jetzt gerade abhauen. Vielleicht ist der Wächter oder die Puppe hinter ihnen her. Aber wieso wollen sie nicht spielen? Es geht doch um alles. Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mit der Drohne weiter hinterher fliegen. Da ist die Straße, da müssen die Sprunki hingelaufen sein. Ihr seht es ja, die Straße ist bunt wie die Sprunkis selbst. Und wie das Auto davor. Das heißt, da müssen die Sprunki langgelaufen sein. Ich habe da was gesehen, Leute. Habt ihr das auch gesehen? Links am Bild auf dem Feld. Ich glaube, da ist ein Squid Game Spiel oder Leute, irgendwas. lasst ein Like da, wenn ihr dort was gesehen habt. Wo genau meinst du? Bei so einem Hügel. Wir fliegen jetzt direkt zum Hügel. Ich glaube, ich habe da den roten Wächter gesehen. Nein, nicht den Wächter von Squid Game 2. Doch, Leute. Und ihr wisst es ja, alle Sprunki werden in Squid Game 2 das Spiel heute spielen. Nein. Hier muss er gewesen sein irgendwo. Genau da hast du es gesehen. Ja. Da muss der rote Wächter von Squid Game sein. Wir schauen jetzt einfach mal nach. Wenn ihr was seht, Leute, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen und abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos. Zum Gut haben wir ja die Drohne dabei. Das heißt, wir können jetzt den ganzen Hügel einfach abfliegen. Aber ich sehe keinen Wächter. Oh mein Gott, das war dieser rote Busch. Ich wollte gerade sagen, alles ist grün, bis auf einen Baum oder einen Busch und der war rot. Und du sagst, es wäre der rote Wächter von Squid Game? Ihr habt ja gerade diesen roten Busch gesehen auf dem Hügel. Wir fliegen weiter. Wir müssen die Sprunki finden. Wir müssen sie retten. Oh Mann, das ist der einzige rote Busch gewesen, den es überhaupt dort gab. Stell dir mal vor, die ganzen Sprunki werden nachher gezwungen, in der Squid Game Arena mitzuspielen. Das Problem ist, wie sie am Telefon gesagt haben, sie sind so klein und die Puppe und der Wächter sind alle so groß. Sie haben doch keine Chance. Das ist wirklich ein fataler Nachteil gegen sie so. Eben, sie werden auf jeden Fall verlieren, weil jedes Sprunki, jedes einzelne ist sehr klein. Alle anderen sind sehr groß. Sie werden verlieren. Wo würdest du dich verstecken, wenn du ein Sprunki bist? Du bist klein. Wo würdest du dich verstecken? Auf dem Spielplatz. Sollen wir zum Spielplatz fliegen? Dann fliegen wir jetzt zum nächstgelegenen Spielplatz, weil da würde ich mich als kleine Person, als kleiner Sprunki verstecken. Wisst ihr was? Wir fliegen jetzt zum Spielplatz und nehmen euch direkt mit. Und hier unten, warte mal, ist es ja schon der Spielplatz? Ist das schon der Spielplatz? Ich glaube nicht. Leute, seht ihr das? Wir schalten mal die Kamera um hier. Hier. Doch, natürlich, da ist ein Spielplatz. Krass, Leute. Und wäre ich ein Sprunki, würde ich mich genau da verstecken. Okay, sollen wir mal in die Röhre gucken, in die Rutsche? Vielleicht verstecken sie sich hier in der Rutsche. Ich würde da nicht reinpassen, aber ein Sprunki würde da perfekt reinpassen. Und ihr seht, diese Rutsche ist gezwirbelt nach oben. Das ist perfektes Versteck. Ist doch top. Da könnten sich nicht nur ein Sprunki, sondern 20... Warte mal! Was ist? Da ist ein roter Wächter! Oh nein, was macht denn der rote Wächter da? Der ist von der Rutsche gesprungen. Der hat einen Flickflack, einen Salto gemacht und ist von der Rutsche gesprungen. Aber habt ihr das gesehen? Der Wächter war so groß wie ein Sprunki. Hä? Aber natürlich, weil er aus der Rutsche gekommen ist. Aber wo ist er denn jetzt auf einmal hingelaufen? Denkst du, Squid Game hat jetzt extra kleine Wächter eingestellt in der Größe von diesen Sprunkis, damit sie doch spielen müssen? Dass Sprunki wirklich spielen kann, Squid Game? Weißt du, das ist so unfair. Groß gegen so einen kleinen Sprunki. Jetzt haben die kleine Wächter gegen kleine Sprunki, jetzt können die spielen. Das wäre fair. Dann hätte auch ein Sprunki oder alle Sprunkis eine Chance zu gewinnen. Wir gucken jetzt mal noch weiter, ob wir hier in diesem Rutschenturm noch weitere Sprunkis oder Wächter finden. Ich wollte gerade sagen, es könnten auch noch rote Wächter von Squid Game dort in diesem Turm von der Rutsche sein. Warte mal, ist dieser rote Wächter nicht hier zu diesem Spielplatz gerannt? Da ist doch der Spielplatz. Ja, aber ihr habt es doch gesehen, der ist runtergesprungen von der Rutsche und in die Richtung gelaufen. Warte, der läuft jetzt von der Rutsche zum nächsten Spielplatz direkt dahin. Vielleicht ist ja das schon eine Squid Game Challenge für Sprunki. Da sind sie, das sind die Sprunkis. Und sie kommen.
Sie kommen zu viert wieder, wie am Anfang. Es sind immer noch alle 4 beieinander. Hauen Sie jetzt ab oder wollen Sie jetzt Squid Game 2 Spiele spielen? Ich glaube, Sie haben es sich anders überlegt. Da war der rote Wächter, da ist das erste Spiel und Sie sind genau dort beim roten Wächter beim ersten Spiel. Okay, das bedeutet, wir bleiben hier, Leute. Ihr schaltet nicht ab, ihr schaut das Video bis zum Ende. Leute, lasst jetzt ein Like da. Jetzt wird's richtig spannend. Die Sprunki sind jetzt im Squid Game Spiel. Vor allem der kleine Wächter ist auch da. Das bedeutet, das Spiel geht schon los. Jetzt geht's los! Okay, ich bin echt wirklich gespannt, was jetzt passiert, wenn wir sie finden können. Ich hoffe, die Sprunkis gewinnen. Leute, lasst ein Like da für die Sprunkis. Und wenn ihr die Sprunkis seht, ja, dann schreibt auch nochmal Sprunki in die Kommentare. Und zwar jetzt sofort. S-P-R-U-N-K-I. Ganz Weil wir einfach. lieben Sprunki. Warte mal, da ist ein Wächter. Wo, da ist er? Da ist ein Wächter. Der zweite Wächter. Was macht der dort auf der Wiese? Ich verstehe es nicht, der tanzt. Danny, ich glaube, der hält Ausschau. Meinst du, der hält Ausschau? Natürlich, auf dem Hügel hat er genau geguckt, wer dort alles ist, welcher Sprunki ist dort. Ihr seht es, aber der Wächter ist weg und ich finde ihn nicht mehr, der ist abgehauen. Wie? Der ist schon wieder Der ist weggerannt? weg, der ist weg. Ja, aber wohin? Ich weiß es nicht, habt ihr gesehen, wo der hingelaufen ist? Wo ist der denn jetzt hingerannt? Kann doch nicht sein, dass der Wächter, der jetzt gerade mit den Sprunki, alle Sprunki überwacht, abhaut. Die wollten doch gerade das erste Spiel starten. Roter Wächter, Squid Game und alle Sprunki. Ich glaube, der Wächter verfolgt jetzt die Sprunki und die Sprunki sind abgehauen. Wie? Die verfolgten die. Ja, der Sprunki haben keine Lust zu spielen und deswegen ist der Wächter hinterher. Dann gibt es überhaupt kein Spiel, aber wo ist dann der rote Wächter? Wir müssen hinterher mit Wir der fliegen Drohne. mit der Drohne jetzt mal ein bisschen höher, weil von oben haben wir einen viel besseren Blick auf dieses ganze Spielfeld von Squid Game. Da können wir jetzt alle Sprunki und den roten Wächter eventuell sehen. Okay. Deshalb bitte, bitte, bitte. Okay, Leute, ich sehe noch nichts. Also ich sehe nicht mal einen einzigen Spieler. Ihr seht es jetzt, wir haben jetzt hier den ganzen Spielplatz, die ganze Spielfläche von Squid Game auf der Drohne. Ihr wisst ja, wie die Sprunkis aussehen. Bunt, gelb, blau, grün, lila, alle Farben. Aber Und ich alle sehe lachen, alle sind nett. Und die spielen immer Musik ab, aber ich sehe hier keinen. Ich sehe auch niemanden. Und der rote Wächter ist auch weg. Wo sind die hin? Die können doch nicht so schnell abgehauen sein. Wir haben doch jetzt zweimal den roten Wächter dort gesehen. Haben wir, ja. Und er ist weg. Warte mal! Warte, die Straße! Oh mein Gott, die ganze Straße färbt sich wieder bunt. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, das heißt, das ist der Weg von den Sprunkis. Das bedeutet, die Sprunki verlassen jetzt gerade die Squid Game 2 Arena. Und laufen auf dieser bunten Straße entlang. Bunt gleich Sprunki. Das bedeutet, wir folgen jetzt der bunten Aber Straße. natürlich, wir Schaut müssen es euch an. hinterher. Blau, grün, gelb, lila, Regenbogenfarben, alles ist vertreten in diesem Sprunki-Flag. So wie die Sprunkis selber sind. Ey, Wahnsinn. Hey, wo ist die Farbe? Die Farbe ist weg. Leute, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder fliegen Wo wir nach sind links die? oder nach rechts. Egal wohin, Hauptsache den Sprunkis hinterher. Es ging doch geradeaus. Denkst du, die Straße führt egal wohin zu den Sprunkis? Natürlich, warum? Weil sie gerade diese Straße benutzt haben. Deshalb wurde die Straße bunt. Ist es den Hinweis, den sie für uns hinterlassen wollen, für euch, damit wir sie finden? Es ist wie dieser Regenbogen und am Ende ist der Goldschatz. Wir folgen jetzt einfach der Straße, wir fliegen geradeaus, mal gucken, wo uns diese Sprunki-Straße hinführt. Vielleicht zur nächsten Squid Game 2. Eben, sonst drücke ich diese Golem-Tire. Warum drückst du die? Einfach so, weil wir jetzt dahin fliegen. Okay, wir fliegen jetzt mal ein bisschen weiter. Man, da vorne sehe ich noch einen Spielplatz. Denkst du, das ist der Spielplatz? Es kann natürlich sein, dass die Sprunkis einfach zum nächsten Spiel rübergegangen sind. Da ist aber eine Schaukel. Ja eben, das Schaukelspiel. Das Schaukelspiel aus Squid Game 2, ich werde es nicht fassen, Mann. Oder die Rutsche. Oder die Rutsche. Sollen wir zu der Rutsche fliegen? Wir haben ja in der ersten Rutsche schon einen Wächter gesehen. Vielleicht finden wir jetzt noch einen Wächter so klein in der Rutsche. Das kann natürlich sein und wenn der Wächter dort ist, kann es auch sein, dass alle Sprunkis auch dort sind. Komm Leute, Mann, ich schaue noch mal ein bisschen von weiter weg. Wenn ich dahin fliegen soll, lasst ihr jetzt mal ein fetten Like und abonniert diesen Kanal. Abonniert ist komplett kostenlos. Wir müssen uns natürlich absolut sicher sein, dass dort auch jemand ist, weil dann fliegen wir auch mit der Drohne wirklich dahin. Okay, wir fliegen jetzt einfach mal hin, um zu schauen, ob da jemand ist. Andersrum geht's ja nicht. Ich hoff's. Wir wünschen es euch und uns. Da unten ist eine Rutsche, da unten ist, das ist auf jeden Fall eine Squid Game 2 Arena. Ihr seht es, da ist sogar ein Kreis vom Wächter. So groß, so krass, das ist locker ein Spiel von Squid Game. Die Frage ist nur, ob da die Sprunkis sind und ob da ein roter Wächter, die Puppe der Frontman, irgendjemand ist. Wir schauen jetzt mal wieder in die Rutsche rein. Vielleicht sehen wir... Da sind die Squid Games, das sind Wir die hatten Sprunkis. recht, wir haben die Sprunkis wiedergefunden. Nach der Straße sind sie da. Und sie hauen aber wieder vom Spielfeld. Wieso denn? Sie waren doch gerade jetzt dort. Warte mal, Drohne überwacht alle Sprunki in Squid Game 2 in Real Life. Ja, aber andererseits hauen doch die Sprunkis immer wieder ab von Squid Game. Ja, haben wir am Telefon gehört vorhin. Die haben Sie uns wollen ja nicht spielen. angerufen, die haben keine Lust. Sie wollen sich das Ganze immer nur anschauen. Sie gehen zum Spiel hin, schauen sich's an und hauen dann ab. Ich fliege jetzt mal mit euch wieder in die Rutsche. Ich will gucken, ob da irgendjemand rauskommt. Da seht ihr was? Ich sehe nichts. Da kam letztes Mal der rote Wächter raus, aber dieses Mal, Keiner. Nichts. ich Leer. sehe niemanden. Vielleicht haben die noch gar nicht das Spielfeld vorbereitet von Squid Game. Vielleicht sind die Squid Game 2 Wächter und die Squid Game 2 Puppe noch gar nicht da. Aber das bedeutet, die Sprunkis sind schon da, aber Squid Game ist noch nicht da. Das kann
sein. Das heißt, sie sind vor dem Spiel schon dort. Das bedeutet, die Sprunkis sind sehr schlau. Die schauen sich erstmal das Spiel an und dann entscheiden sie, ob sie spielen wollen oder nicht. Und jedes Mal, wenn sie nicht spielen wollen, lassen sie die Straße so bunt leuchten oder die Autos. Deshalb hauen sie auch immer wieder ab, weil sie wissen, dass sie verlieren werden. Und deshalb schauen sie sich das Spiel immer vorab einmal ab. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann lassen sie die ganze Straße leuchten. Natürlich. Oder auch nur ein Auto. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, es wird dann immer bunt und es leuchtet. Wenn ihr bis hier noch geschaut habt und alles checkt, was wir hier sagen, dann kapieren wir es vielleicht auch. Ich weiß auch nicht, wo die Sprunkis hin sind. Ich Die weiß waren doch gerade zu viert, waren sie genau bei diesem Wow, Spiel. wow, es wird wieder bunt, es leuchtet wieder. Das bedeutet, ich habe sie gesagt, das bedeutet, die Sprunkis haben wieder alles beobachtet und hauen ab. Und das bedeutet auch, sie haben keine Lust auf dieses Squid Game 2 Spiel. Warum? Weil sie wissen, dass sie verlieren werden. Weil sie so klein sind. Aber wohin hauen sie ab? Das ist die Frage. Sie rennen jetzt gleich weg. Damit zerstören sie sozusagen die Arena, oder? Nicht nur die Arena heutzutage. Okay, jetzt ist wieder aufgehört. Oh, es hat aufgehört zu leuchten. Warum hat es wieder aufgehört? Ich weiß es nicht. Bedeutet das etwa, die Sprunkis sind alle weg? Ja, das bedeutet natürlich, jetzt sind die Sprunkis wieder irgendwo hingegangen, wo wir nicht wissen und wir mit der Drohne hinterherfliegen müssen. Das bedeutet, wir fliegen jetzt einfach den Sprunkis auch hinterher und damit finden wir auch die zweite Squid Game 2 Arena. Ich hoffe es doch, weil der rote Wächter war doch auch da. Zweite Squid Game 2 Arena, okay. Oder am besten Squid Game 3. Wir lassen jetzt mal ein Like da wie immer und abonniert diesen Kanal. Abonniert ist komplett kostenlos. Wir werden jetzt weiterfliegen. Drohne überwacht alle Sprunki in Squid Game 2. Ich hätte damit nie gerechnet, dass alle Sprunkis wirklich Squid Game 2 spielen wollen. Squid Game 2 und Sprunki und das zusammen? Guck mal, da ist doch eine kleine Babyrutsche. Ja, aber da passiert doch nichts. Ja, aber ihr wisst doch, die Sprunkis sind klein und der Wächter war klein. Vielleicht rutschen die hier. Das heißt, die spielen nur kleine Spiele, statt große Spiele. Ihr wisst es doch, Minigames. Kleine Spiele. Kleine Spiele, Minigames. Das kann natürlich sein, dass sie sagen, okay, wir spielen nur kleine Spiele und deshalb kommt alle her zu den kleinen Apparaten. Was meint ihr? Das ist doch wirklich eine plausible Theorie von ihm, oder? Es kann natürlich sein, also. Okay, ich habe jetzt noch mal den Turm im Visier. Ich gucke noch mal, vielleicht gucken wir noch einmal rein in diese Röhre. Aber das ist die große Rutsche. Das bedeutet, Sprunki klein, Wächter klein, alle klein. Das kann niemals sein, dass hier jetzt jemand rauskommt. Ich sehe nichts. Leute, Oder? seht ihr was? Ich sehe leider nichts. Das ist ja die große Rutsche. Das wäre das große Spiel. Wo? Was? Wo? Oh nein, pass doch auf! Leute, ich bin gerade gegen den Baum geflogen. Habt ihr es gesehen? Was machst du denn nicht die Drohne crashen? So knapp davor war das, bevor ich die Krone gecrashed habe. Du wärst fast in den Baum geflogen. Leute, aber ich habe die Krone abfangen können. Wir fliegen jetzt weiter. Wir fliegen direkt in den nächsten Sprung. Weil ich werde ganz sicher nicht in diese Squid Game Arena gehen, um die Drohne zu holen. Und die Sprunkis haben diese Arena eh schon verbrannt, indem sie hier diese Regenbogenfarben auf der Straße haben leuchten lassen. Das bedeutet ja eigentlich, dass die Squid Games und Sprunkis abgehauen sind. Und das heißt, wir fliegen jetzt weiter und suchen sie. Ja, wir müssten eigentlich weiterfliegen. Das heißt, wir fliegen jetzt weg von diesem Spielplatz. Wo sollen wir aber hinfliegen? Auf keinen Fall in den Baum rein. Wir haben zwar die richtigen Outfits an, aber ich möchte heute nicht Squid Game spielen. Ich will auch kein Squid Game spielen. Ich bin die 4, 5, 6. Weil, sei ganz ehrlich, Kevin und Flexi werden eher verlieren. Schau mal da hinten links. Was ist? Seht ihr die Autos? Da war ich noch gar nicht. Leute, da waren wir noch nicht und ich glaube, da bauen die gerade die nächste Arena auf, die nächste Squid Game 2 Arena. Leute, ist das das dritte Spiel? Das ist das dritte Spiel. Vielleicht sind da die Sprunkis hin. Und das ist das Bohrloch-Tiefenspiel. Ihr kennt es doch alle, das Bohrloch-Tiefenspiel. Jetzt oh mein Gott, es Guckt leuchtet! euch das an! Wie die Sprunkis, es leuchtet in allen Farben. Das bedeutet, die Sprunkis verhindern gerade, dass das nächste Spiel von Squid Game aufgebaut werden kann. Da sind sie jetzt abgehauen. Dahin sind sie gerannt. Genau in diese Arena. Und ihr seht es, da arbeiten wirklich gerade irgendwelche Wächter daran, das neue Spiel Leute, ihr aufzubauen. seht es, das sind 3 rote Wächter und arbeiten, Mann. Wir fliegen jetzt direkt hinterher.